Ein großer Dank geht an die Firma Hermann und Langer in Potsdam und Wildau, die uns dieses Fahrzeug zur Verfügung gestellt haben. Wer Fragen haben sollte, gern alle Kontakte nutzen. Diese sind in meiner Videobeschreibung direkt verlinkt und wenn ihr Fragen habt, könnt ihr sie den Kollegen vom Autohaus Hermann und Langer stellen und die haben sicherlich eine gute Antwort für euch. Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute geht es um den Kia EV6. Es geht um einige Dinge, die ich so ein bisschen festgestellt habe, die ich euch so vermitteln möchte. Es geht um gute Sachen, es geht aber auch teilweise um schlechte Sachen. Und was das alles ist, das erfahrt ihr jetzt in meinem Video. Ich wünsche euch viel Spaß beim Anschauen. Was sind so meine 5 Highlights am Kia EV6? Und da kann ich schon mal anfangen mit den Sitzen. Also die Sitze sind hier wirklich sowas von komfortabel und schön verarbeitet, dass man hier nicht aussteigen möchte. Ich sitze jetzt seit 3 Tagen in diesem Auto und da fährt man natürlich auch bisschen mehr Kilometer und kann wirklich sagen, in den Sitzen, da passiert überhaupt nichts, weder Rückenschmerzen noch tut dir da irgendwas weh. Du sitzt hier total gemütlich und entspannt. Also liebe Konstrukteure von diesen Sitzen, da habt ihr wirklich einen guten Job gemacht, die fallen mir richtig gut. Was ist noch schön? Es ist natürlich auch noch schön, dass der so viele Assistenten hat. Das heißt, du wirst hier mit Sicherheitsassistenten verwöhnt. Das geht schon los hier im Spiegel mit dem Totenwinkelassistenten. Den hat man dann natürlich auch im Blinklicht verbaut. Wenn man das Blinklicht bedient, kommt hier im Monitor nochmal ein toter Winkelassistent, wo man mit einer Kamera sieht, was sozusagen in dem Winkel los ist, den du nicht richtig einsehen kannst. Dann natürlich komplett die ganze Verarbeitung. Also die Sitzposition ist natürlich erstmal was ganz Schönes und hier auch diese Konsole. Und die ist so einfach und schön bedienbar. Ich mag die richtig doll. 2-etagig, hier unten kannst du noch was reinlegen, was du nicht so oft brauchst, denn du kommst als Fahrer nicht so ideal an die untere Position hier ran. Hier oben ist alles schön. Hier hast du ein großes Ablagefach. Hier kannst du deine Getränke reinlegen. Dein Telefon wird aufgeladen. Du siehst immer, was passiert. Du kannst hier die Gänge, wollte ich gerade sagen, einlegen, aber es gibt ja nur noch vorwärts, rückwärts und parken. Das kannst du hier sozusagen individuell steuern und natürlich das Fahrzeug anmachen und die Sitzbelüftung bedienen und alle anderen Dinge. Schöne, luxuriöse Geschichte und natürlich auch die Übersicht. Dadurch, dass der ein bisschen höher ist, siehst du im Stadtverkehr natürlich eine ganze Menge und du kannst hier echt ganz entspannt fahren. Du fährst gemütlich, du hast das Lenkrad, was mir auch unwahrscheinlich gut gefällt, also von der Form her und so. Und die Verarbeitung an dem Auto ideal. So, was ist nicht so schön, das kann man sagen, ist natürlich softwareseitig das Navigationssystem. Du kannst mit dem Navigationssystem alles einstellen, was du möchtest. Kleine Bugs hat es noch definitiv und zwar auch gerade bei den Geschwindigkeiten. Verlasse dich bitte nicht auf die Geschwindigkeiten, die hier immer drin stehen. Die stimmen teilweise nicht, ist aber nicht so schlimm. Also das haben andere Navigationssysteme auch dieses Problem, dass manchmal eine 30er Strecke steht, du hast hier 50 drin stehen oder eine 50er Strecke, wo hier 80 drin stehen oder halt Landstraßen, wo 100 steht und du kannst aber nur 70 fahren. Da kannst du dich nicht zu 100% auf diese Anzeigen hier im Navigationssystem verlassen. Das ist nicht so gut, wüsste ich jetzt auch nicht, wie man das ändern kann. Das passiert bei allen Herstellern und was nicht bei allen Herstellern passiert, ist das Heizungsproblem. Das ist ebenfalls in dem Auto da und ich hatte es einen Tag auch komplett. Das heißt, dass die Heizung im Kia EV6 auf einmal nicht heizt. Du kannst machen, was du möchtest. Du kannst das Auto ausmachen, du kannst das Auto wieder anmachen. Du kannst dir verschiedene Temperaturwerte einstellen, du kannst die Heizung verstellen. Der Kia EV6 heizt einfach nicht. Und das ist natürlich bei Temperaturen zwischen 5 und 8 Grad dann doch ein bisschen anstrengend, wenn du hier mit kalten Füßen fährst, nur die Sitzheizung nehmen kannst und ansonsten das Fahrzeug nicht warm wird. Aber es gibt natürlich Abhilfe. A, muss man wirklich mal in den Foren dazu nachlesen. Es gibt schon bestimmte Kia EV6 Foren, wie man dann die Einstellungen hier im Heizungssystem dann komplett vollziehen kann. Das ist mit 23 Grad. Man soll die Autoklimatisierung rausnehmen. Die Batterieheizung soll aus sein und dann soll es auch gehen. Bei mir ging es leider nicht. Deswegen sage ich es euch, guckt nochmal in den Foren. Aber die beste Lösung ist natürlich zu Kia zu fahren und sich das Software-Update zu holen. Das soll dann auch wieder komplett funktionieren. So, dann natürlich die Heckscheibe. Die ist ein bisschen klein geraten. Aber das ist natürlich dann auch wieder so ein kleines,
Problemchen mit der Karosserie, weil die Karosserieform ist natürlich unwahrscheinlich schön, sportlich. Wie kriegt man es dann hin? Ja, aber vom Prinzip her siehst du nicht viel, was hinter dir passiert, aber du kannst natürlich hier noch die Kamera drücken und hast komplett hinten eine Kamera und siehst die hier im Monitor. Also so wichtig ist die Heckscheibe heutzutage dann auch nicht mehr. Was richtig schön ist, wenn du direkt hinten am Auto stehst, hast die Hände voll mit einer Kiste, bleibst vorm Kofferraum mit deinem Schlüssel in der Tasche 10 Sekunden stehen und dann geht die Kofferraumklappe ganz alleine auf. Du kannst deine Kiste reinstellen und kannst den Kofferraum wieder zumachen, musst also sozusagen keinen Schlüssel bedienen. Das ist eine schöne Sache. Meine Meinung als Nicht-Elektroautofahrer ist, die Autos werden immer besser. Was hier wirklich jetzt verbaut ist in diesem Fahrzeug und was einfach mittlerweile wirklich zum Fahren einlädt und auch mit der Reichweite zu tun hat, ist einfach schön. Also man kann wirklich sagen, 2022 bis 2024 ist nachher die Überlegung, ein Elektroauto zu kaufen oder ein normales Auto zu kaufen, wahrscheinlich gar nicht mehr gegeben, weil man wird dann doch zum Elektroauto tendieren, weil es ist einfach mittlerweile so, dass die Dinger auch Reichweite haben, dass die Dinger zuverlässig sind, auch im Winter durch die Akkuheizung und andere Dinge, die man hier dann verbaut. Herrlich, also ich kann wirklich sagen, hello Elektrofahrzeuge, es geht los und ich freue mich auf die Zeit der Elektroautos. Wer von euch dieses Auto jetzt bestellen möchte und kaufen möchte, der hat natürlich erstens einen guten Geschmack und zweitens wird er mit dem Fahrzeug definitiv zufrieden sein. Aber drittens ist es so, dass du mittlerweile Wartezeiten hast von 9 bis 12 Monate auf den Kia EV6. Und das bedeutet natürlich Frust, denn du musst warten. Ich hatte jetzt gesprochen mit dem Autohaus Hermann und Lange und die sagten mir, es kann natürlich passieren, dass zwischendurch auch Autos verfügbar sind, die dann nicht komplett eine Ausstattung haben, die dann ebenfalls noch angeboten werden. Aber so die regelmäßige Wartezeit aktuell zwischen 9 und 12 Monaten. Aber das Problem haben alle. Das hat nicht nur Kia, das ist wirklich bei allen Herstellern im Moment gegeben anhand des Chip-Problems und natürlich auch der weiteren Probleme, die auf den Weltmärkten herrschen. Da muss man dann wirklich ein bisschen Geduld haben. Aber wenn man dieses Auto hat nach seiner Wartezeit, kann ich, glaube ich, hier echt sagen, ist man damit total zufrieden. Wenn jetzt die ganzen Software-Updates von den Bugs noch geladen werden, wie zum Beispiel hier das Heizungsproblem oder halt im Navigationssystem noch ein bisschen was verändert wird, dann ist das Auto wirklich zu 99% top. Was ich noch festgestellt habe, ist, wenn du den Kia EV6 jetzt mit der Hand wäscht an einer Waschanlage, dann musst du natürlich aufpassen, dass du direkt mal im Menü bestimmte Voreinstellungen anders machst. Denn wenn du mit diesem Kercher ständig an der Tür vorbeigehst, gehen die Türgriffe immer wieder auf und immer wieder zu, weil er dich ja sozusagen erkennt mit dem Schlüssel in der Tasche. Und wenn du natürlich dann mit dem Kercher in diese Türgriffe reinsprühst, weiß ich nicht, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Auf alle Fälle sollte man das vermeiden, dass vielleicht doch die Türgriffe ständig zu sind und du mit dem Kercher da sozusagen reinsprühst. Da kann dann nichts passieren. Ist nur ein kleiner Tipp, der mir jetzt sozusagen aufgefallen ist, als ich hier mal kurz an der Waschanlage war und den weißen Kia EV6 kurz mal gekerchert habe. Mittlerweile sinkt die Reichweitenangst in Elektroautos, was den Stadtverkehr betrifft, sowieso, weil du hast natürlich dann jetzt schon Reichweiten zwischen 300 und 500 Kilometer bei den neuen Fahrzeugen und das ist definitiv ausreichend. Dann natürlich auch Autobahnen oder auch auf Landstraßen bzw. längere Strecken, da werden die auch immer besser. Und wenn ich dann jetzt sozusagen alle 300 Kilometer auf der Autobahn laden muss, dann finde ich das schon eine gute Reichweite. Mit 300 Kilometer, da kommt man schon mal zu dem einen oder anderen Highlight oder kann sich dann mal wirklich einen freundlichen Ladestopp einplanen. Das geht, man muss dann nicht mehr 4 oder 5 verschiedene Ladestops irgendwie mit einplanen und ich sehe das schon so, als dass da wirklich hier was funktioniert in der Richtung und da bin ich echt fröhlich, weil es ist schön, ein Elektroauto zu besitzen. Es ist mittlerweile auch mal was ganz anderes geworden. Und ich finde eigentlich, so dieser Benzin- und Dieselfahrzeugbau, der war ja eigentlich so, die letzten 10 Jahre gleich. Man konnte innen noch ein bisschen mehr machen und außen noch ein bisschen. Aber durch das Elektroauto hat dieser
Autobau eigentlich nochmal eine ganz neue Dimension angenommen. Wir können jetzt alles mit Apps machen, wir können jetzt alles fernregeln, die Fahrzeuge sind komplett leise. Also es ist nochmal eine komplette Revolution geworden zwischen normalen Diesel- und Benzinern zu diesen Fahrzeugen hier und das finde ich gar nicht mal so schlecht. Das ist eine richtig schöne Sache. Ich bin echt zufrieden. Elektroauto Olé ist so ein bisschen komplett meine Geschichte. Das war schon mit meinem Video. Wenn ihr jetzt Anregungen, Probleme oder Fragen habt, dann sehr gern in die Kommentare schreiben. Was ich beantworten kann, mache ich natürlich gern. Und damit bedanke ich mich bei euch fürs Anschauen, sage Tschüss, Bye Bye und winke und sehr gern bis zum nächsten Video. Ein großer Dank geht an die Firma Hermann und Langer in Potsdam und Wildau, die uns dieses Fahrzeug zur Verfügung gestellt haben. Wer Fragen haben sollte, gern alle Kontakte nutzen. Diese sind in meiner Videobeschreibung direkt verlinkt und wenn ihr Fragen habt, könnt ihr sie den Kollegen vom Autohaus Hermann und Langer stellen und die haben sicherlich eine gute Antwort für euch.